So, da sind wir wieder zurück. Und das, was natürlich als erstes, naja, ins Auge fällt, ist dieser neue Mann. Wer sind Sie? He looks like a rather shady character. Ist das der Mr. Shoulder vielleicht, wenn er so shady aussieht? Hello. Richtig gut, wenn man auf so ein Hallo einfach keine Antwort bekommt. Wir fragen mal direkt. Do you know a man named Leonard Shoulder? I don't know out about no Leonard Shoulder. Okay, vielleicht irgendwas über Hobbs Barrow? What can you tell me about Hobbs Barrow? Not to be found digging around in those things. You know of local barrows then? Don't concern yourself. Es ist ganz schön mühsam, dem was aus der Nase zu ziehen. What can you tell me about Bewlay? Not much around here, love. Not worth mentioning to you, like. I see. Okay, dann halt nicht. Goodbye. Ta-ra. A small alley splits the inn and its neighbor. Ja. Okay, wir gehen erstmal weiter. Hier sind wir ja gestern vorbeigekommen und da ist komischerweise genau in dem Moment dann das Licht ausgegangen. Oh, aber vorher, ganz kurz. Was heißt ganz kurz? Eigentlich wollte ich mich hier erstmal am Marktplatz ein bisschen umschauen. Wir haben ja hier noch diverse Häuser und... Oh, Kinder. Hallo. The little whelp looks determined to slaughter the very air itself. Und die The Mutter? young woman looks extremely bored by it all. Hallo. Good day. Hello, miss. Also sie hat nett geantwortet, da stelle ich mich auch mal ordentlich vor. My name is Thomasina. What's yours? Betty. Nice to meet you, Betty. Betty klingt total begeistert. Kennst du zufällig Leonard? Do you know a man named Leonard Shoulder? No. Are you sure? Yes. Oh, wow. Diese Unterhaltung ist ja fast noch aufregender als die vorherige. What do you know of Hobbs Barrow? Our parents don't like us talking to strangers, miss. So you know of it? Ach, sie ist No. noch ein junges Mädel. Are you Okay. sure? Yes. Kannst du noch was anderes sagen? No. What are you up to? My brother is practicing his sword fighting technique. I'm to watch him until he tires himself out. I'm tireless! This time last month it were all about his teaspoon collection. This month it's swords. Goodbye. Bye, miss. Sie klingt wirklich ein bisschen teenagerhaft jetzt, wo ich so drüber nachdenke. The little whelp. Okay. Hello. Hallo Kind. Yes? Hallo. My name is Thomasina. What's yours? Douglas? It's a Ja. pleasure to meet you, Douglas. Hübsches Schwert hast du da. That's a great sword technique you have. Thanks, miss. Mr. Crozier's gonna make me a real one when I turn 12. I'm preparing myself to fight the lantern worm. Den Lambton-Wurm? Was? Was? What is the lantern worm? It's gonna come back and get us all. John Lantern thought he killed it at the River Ware, but my father told me it still lives. We must all be prepared. The lantern worm isn't real, Douglas. Father just told you that to get you out of his hair. Not true. I saw it slithering out by the beck. Like a giant eel it were. I ran home so fast I thought I would fly. Sorry, miss. My brother has a vivid imagination. Children often do at his age. I'll keep training. You will all thank me when I thrust my sword deep into its fat belly. Douglas, this lady doesn't want to hear your nonsense. Vielleicht möchte sie das doch, aber okay. Er hat vielleicht irgendwas gesehen. Vielleicht ist es aber auch wirklich einfach nur kindliche Vorstellungskraft. Bewlay, was ist denn damit? Do you like living in Bewlay? Yeah, I do. Are you from the city? I'm from a long way away. You must have come on the train. I love watching all the steam puff up into the sky. Have you been on the train yourself? No, miss. Our parents don't have the money for train Ich wollte gerade tickets. sagen, wahrscheinlich kein Geld Father dafür. says we have all we need here in Bewlay. Perhaps this nice lady would like to take you away with her on the train. No, I need to stay and protect Bewlay from the lantern worm. Sorry, Kleiner, aber deinen Bruder kann ich dir leider nicht einfach so kidnappen. Hast du,
Kleiner denn schon mal was von Leonard Shoulder gehört? Do you know a man called Leonard Shoulder? That's a funny name. Mhm. Schon. Offensichtlich heißt das nein. Have you heard of Hobb's Barrow? What's that? A local burial mound. Our parents don't let us wander far from the village. What's a burial mound? Don't you mind about that, Douglas? Aber hey, immerhin kriegen wir die Schwester noch ein bisschen zum Reden, indem wir ihren Bruder befragen. Das finde ich auch gut. Okay, und dieser Mr. Crozier? Who's Mr. Crozier? He's a blacksmith. His forge is just over there on the other side of the square. Don't you think 12 years of age is a little young for a real sword? I'll be a master swordsman by then. Goodbye. Goodbye, miss. Wie 12? Der geht uns bis zur Taille, der ist höchstens 5. Okay, der Schmied. Alles klar. Da ist eine Plakette. A small plaque beside the door reads Vicarage. Vicarage. Ist das der Vikar, also ein Kirchenmann? I don't think anyone is home. Okay, vielleicht in der Kirche. So, hier The nochmal. door has been boarded up. The building looks like a ruin. Das lohnt wahrscheinlich nicht. Dann, da hinten sind auch noch Häuser, um Gottes Willen. Das Kreuz The hier. cross denotes this as the site of a market, or perhaps a site of traditional religious significance. Hier der Laden. No one here. Hä? Mitten am Tag und der Typ hat nicht geöffnet? Was ist da los? I don't think anyone is home. Will in diesem Dörfchen irgendwie keiner Geld verdienen? Haben die alle keine Öffnungszeiten oder was ist hier los? Oh, da ist schon eine The bucket Eimer. is rusty and full of holes. Den The wollen wir bucket has nicht mit- seen better days. Und der Karren? Perhaps this belongs to a merchant. This must belong to someone. I should leave it alone. Na gut, na gut, na gut. Mutti. Ich mag das auch, dass diese Gebäude im Hintergrund so ein bisschen vorbeirutschen. Aber wirklich das Gefühl, man würde irgendwo lang gehen. Hallöchen, Herr Schmied. The blacksmith is toiling away. Good day. Yes? Mr. Crozier, I presume. Aye, George Crozier, at your service. Guck mal, wenigstens einer, der irgendwie wach ist und arbeitet. Hallöchen. My name is Thomasina. Aye, can I help you? Vielleicht, wir fragen mal von unten nach oben. What can you tell me about Bewlay? We don't get many visitors here, outside of market days. But there's plenty of work for the village blacksmith. Where are you from, then? I arrived yesterday on the train from London, by way of Derby. Oh, aye. I've heard about London. Ich hab von What have you London heard? gehört. Plenty of factories there. Yes, indeed. The city is always changing and moving forward. Too busy for me, though, lass. I prefer a quieter pace. Ja, das ist ja Aye. okay. Das ist doch kein Ding. Okay, ich habe von London gehört. Schön. Okay, was ist denn mit Markttagen? When do market days run in Bewlay? Once or twice a month. The next one is tomorrow. How delightful. Unless your vice is cabbages, there'll be naught to interest a young lady. I don't mind a cabbage. Then you're in luck. Ja, yeah, Kohl. Geil. Das wird uns so richtig voranbringen, wenn wir jetzt hier einen Kohl kaufen können. Okay, was ist mit Leonard? Do you know a man by the name of Leonard Shoulder? Oh, aye. Old Leonard. Have you seen him recently? No, not recently. Do you know where he lives? Why all these questions, lass? I need to speak with him. He invited me to Bewlay. Oh, he'll turn up. I've seen him in the plough and furrow from time to time. But do you know where he lives? I need to find him. I believe he lives somewhere out on the moors. Can't tell you out more than that. Thank you, Mr. Crozier. Bisschen frustrierend mit den Leuten hier. Irgendwie weiß keiner, wo der Typ wohnt, was ziemlich schon ungewöhnlich ist. Ich meine, sie müssten ja mindestens wissen, dass er nicht direkt hier wohnt, aber irgendwo draußen. Ja, wie viele Häuser kann es da draußen im Moor schon geben? Na gut, okay. Wie läuft das Geschäft so? How is business faring? I do an honest trade. There'll always be horses needing shoes and farmers needing tools. You let me know if you need out made or mended. I'll do you a fair price. Thank you, Mr. Crozier.
Das werde ich mir merken. Und was ist mit ihm selbst? Are you a Bewlay native, Mr. Crozier? Aye, born and bred. This were my father's forge before mine. Okay, schon mal was von Hob's Barrow gehört? Do you know of a local landmark named Hob's Barrow? There's a fair many barrows found out on the moors, lass. Too many to put a name to. Mist. Not a soul in Bewlay pays them any mind. Thanks for your time. Aye. Speak to you later. Tja, gut. Hat uns nicht so viel weitergebracht, aber immerhin ein netter Kerl. I have one just like this. Ja, haben wir. Ein Fossil. A fantastic specimen. Was? Alas, it is not mine to take. So, darf ich leider nicht mitnehmen, aber es ist cool. Dahinter ist noch ein Besen, glaube ich. A simple broom. I didn't come to Bewlay to sweep their streets. Oh, hätten wir ja vielleicht mitnehmen können, wer weiß. I have one just like this. Okay, Laterne haben wir selbst. Mehr wollen wir nicht mitnehmen. So, das war schon mal hier der Marktplatz. Das ist die Frage, wir können noch mal zurück, aber von da kamen wir ursprünglich gestern. Ich würde erstmal zur Kirche gehen, vielleicht können wir den Geistlichen sprechen. Das ist in so einem Spiel vielleicht manchmal der Einzige, der ein paar nützliche Infos hat. Hübsches Blumenbeet. Ach was. In memory of George Paxton. In memory of William Ager. In memory of Romeo Hegg, dearly missed by his beloved Juliet. Echt jetzt? Romeo and Juliet? Wirklich? Da ist eine Schaufel. Excuse me, do you think anyone would mind if I borrowed this trowel? You help yourself, dear. Father Roach won't mind lending it. Just be sure to put it back when you're finished. Of course, thank you. It is more blessed to give than to receive. Warum habe ich irgendwie so das Gefühl, dass uns doch das Ausrüstungswerkzeug geklaut wird? Oder also die Ausrüstung. Jetzt haben wir hier schon eine Schaufel und drüben auf dem Marktplatz lag schon ein Eimer. Das sind genau die Art von Sachen, die wir noch mit, also die unser Assistent noch mitbringen will, ne? So, hallo alte Frau. The woman has a kind face. Ein nettes Gesicht. Okay, hallo. Hello. Good day. Would you like to buy one of these cakes, pet? Ich habe tatsächlich gar kein Geld mehr. Ich würde gerne, aber... What kind of cakes do you have? I have some lovely Bakewell puddings. The sweetest marriage of almond and jam. Oh, das klingt I lecker. can tell you're not from around here, because if you were, you would know about my Bakewell puddings. They are quite famous. Alas, I'm not carrying any money with me. That's unfortunate, pet. I'm sorry, I can't give them away for free. Oh, The money this is goes okay. to the church, you see, and one cannot shirk one's duty to the church. I understand. Ach, die ist süß, die Oma. Ich mag die. Ich stelle mich erstmal vor. My name is Thomasina. What's yours? Mrs. de Plancy. A pleasure to meet you, Mrs. de Plancy. Likewise, pet. Wir nennen uns Pet. Das ist irgendwie süß. Tell me about yourself, Mrs. de Plancy. About me? What would you possibly want to know about me? I've been attending St. Edmund's Church my whole life. I always want to help where I can, so I sell my baked goods, and all the proceeds go to its upkeep. This place means so much to me. Ach, die ist süß, die Oma. Da stellt sie sich in ihre Küche und backt und das Geld geht dann komplett an die Kirche. Das war süß. Your cakes look delicious. I can assure you they are. You'll not find better in the entire county. Ich brauche welche von diesen kleinen Kuchenküchlein. Unbedingt. Irgendwas mit Mandeln und Marmelade klingt mega lecker. So, was ist denn mit der Kirche? What can you tell me about St. Edmund's Church? Isn't it the finest building? It's been standing here since the 12th century. The box pews in the nave are very fine and date back to the 17th century. The door is open if you'd like to worship. Thank you, Mrs. de Plancy. Ich weiß nicht, ob ich beten will, aber wir gehen da bestimmt gleich nochmal rein.
Kennst du Leonard? Do you know a local man called Leonard Shoulder? Yes, I know Leonard. What business do you have with him? It's a long story, but I'm trying to find where he lives. I'm afraid I don't know, dear. Father Roach has access to the parish register. He might be able to help you. Sehr gut. Ne? Damals einfach dieses Gemeinderegister oder so, nicht im Rathaus, sondern einfach bei der Kirche. Aber das ist gut, dann können wir da gleich mal nachfragen. Ich finde es ein bisschen verwirrend. Sieht manchmal so aus, als würde die Oma genau zu uns gucken, also zu mir als Spielerin. Das ist ein bisschen verwirrend. What do you know of Hobbs Barrow? Hobbs what? Hobbs Barrow, a local burial mound. The only place of burial I know about and care for is in this very churchyard. Okay, und der gute Pater? Was können Sie mir über ihn sagen? What can you tell me about Father Roach? He is a lovely man and an exemplary servant of the Lord. He's been the vicar of St. Edmunds for many years. Und wo kann ich ihn finden? Wahrscheinlich drin. Where can I find Father Roach? At this time of day, he'll be taking his exercise in Herne Wood, to the west of the village. Thank you. I'll go find him. Be sure to listen out for his merry whistling. Such a jolly man. Okay, irgendwo außerhalb der Stadt in den Wäldern, weil der ist da am Pfeifen. Vielleicht Holz schlagen oder? Ich habe keine Ahnung. Okay. Thank you for your time. Dankeschön. Lord be with you. Ach, dankeschön. Gleichfalls. Okay, erstmal reingucken. Goodness me, look at these box pews. I've never seen any as tall as that before. Most unusual architecture, even for the Normans. Ich muss sagen, ich hätte eine viel dunklere Kirche erwartet, denn von außen sah die eher so aus, als wäre das hier alles Stein, aber das ist alles so richtig schön verputzt quasi. So, ich sehe gleich irgendwas, was ich klauen kann. Is that a necklace? Ja, offensichtlich. Someone has left a necklace hanging here. A silver cross. Sterling by the look of it. Maybe I can reunite it with its owner. Sterling Silver, damals glaube ich schon echt eine ganze Menge wert, vor allem in so einem kleinen Dörfchen wie hier. Those have seen better days. Blumen The flowers have long since dried out. I don't want them. Getrocknete Blumen, hier eine Plakette. A memorial list of former vicars. They stretch back several hundred years. A memorial list. They stretch back. Okay. Was haben wir noch? Die Kerze. The pews are contained within compartments that can be locked. I've seen a similar design in other Norman churches around England, but this is a particularly impressive example. Okay, diese Sitzreihen kann man irgendwie abschließen. Finde ich interessant. Ja, noch mal ein bisschen weiter nach vorne durch. Was haben wir hier noch? Da ist noch irgendwas, da ist noch irgendwas, da ist noch irgendwas, da ist noch irgendwas. Der Altar. This must be where the local vicar sacrifices the newborns. Bitte was? Was? Da opfert er die Neugeborenen? Ich glaube, die Dame ist nicht besonders gläubig, oder? I've no time for such things. Stained glass depictions of various biblical scenes. It's not my specialist area. I can admire the craftsmanship from afar. Okay. Hier ist noch irgendwas. Okay, mehr können wir, glaube ich, nicht machen. Nur mal kurz zur Sicherheit. Gut, ja, die Decke noch angucken. Extraordinary craftsmanship. Ja, das hat uns jetzt gerade gefehlt. Okay. Dann müssen wir außerhalb der Kirche suchen. Da kann man noch rein. Oder auch nicht. It's locked. Mist. Gerade so schön neugierig. Okay, dann müssten wir hier eigentlich nach Westen theoretisch rauskommen. Direkt an eine Kreuzung. Ich freue mich. Unten. Ah. Die Oma hat uns den Tipp gegeben, darauf zu lauschen, weil er ständig am Pfeifen ist. Und ich höre schon jemanden. Wisst ihr mal. Was? 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 Hä? Was ist mit dem? Geht's nicht gut? Da glitzert irgendwas links. Very sorry. Was zum Teufel?
Teufel ist hier los? Oh, the shame. This malaise will not pass. Oh, the nausea. I need your help, young lady. Tell me what you need. Let the blood from my arm. Och, echt jetzt. Excuse me? Aderlass. Cut me. Wirklich. I beg you. Okay, also irgendwas stimmt mit ihm nicht. Er hat ja gerade hingekotzt und jetzt müssen wir einen Aderlass machen, weil er noch dran denkt, dass das tatsächlich so geregelt werden kann. Okay, haben wir überhaupt was zum Schneiden? Nicht wirklich. Nicht wirklich. I don't wish to look too closely. Doch, guck mal bitte, was er gegessen hat. I'm not going near it. It smells disgusting. Was hast du denn erwartet? Was ist das? The vicar's spectacles lie broken on the forest floor. Seine Brille liegt kaputt gebrochen auf dem Boden und ihm ist schlecht, schwindelig bzw. übergibt sich. Er könnte eine Gehirnerschütterung haben, hat vielleicht gerade einen großen Schlag auf den Kopf bekommen. Ouch! The broken lens is extremely sharp. Glassplitter, den wir vielleicht mit einem Handschuh aufheben können. Perhaps I shouldn't risk soiling this glove until I find its owner. In jedem anderen Point-and-Click-Adventure wäre das okay gewesen. Okay. Können wir nicht mitnehmen. Mir fällt da gerade spontan noch so ein Handtuch ein, was wir benutzen könnten. Kann ich hier noch weiter? Don't leave. You must help me. Ouch! The broken... Okay, sie schafft es auch nicht, sich nicht daran zu schneiden. Okay, dann sprechen wir noch mal ganz kurz. Are you sure this is the only way, Father? I beg you. It's the only cure for this torturous malady. Darf ich gehen oder ist das jetzt irgendwie... Ich meine, mit einer Schaufel können wir auch nicht wirklich schneiden, ne? Don't leave. Okay. Wir müssen irgendwas machen, was wir hier machen können. Alles klar. Können wir das mal kurz verbuddeln? I shan't be dragging any of my possessions through that mess. Können wir ihm mit einem silbernen Kreuz die Pulsadern aufschneiden? I don't think it's sharp enough. Aber auch nicht. Das? The trowel's blade is dull and rusted. I need something that will provide a cleaner cut. Können wir das aufschaufeln? I don't think that will help me pick up the broken glass. Ey, du wolltest... das Taschentuch, okay. Aber nicht kaputt machen. Das ist von Mama. This handkerchief was a gift from my mother. I hope she will understand. Du musst es ja nicht gleich kaputt This should ritzen, work. Mensch. Okay, ein kaputtes Glas. Einmal eben... So bescheuert. Wer kommt bitte auf die Idee, ach Mensch, mir ist schlecht, ich habe mich übergeben, meine Brille ist runtergefallen, bitte schlitz mir den Arm auf. Fremde junge Frau. Are you sure you want me to do this? Yes, it will cure me of my ills. Ja, ganz bestimmt. I shall do as you ask, Father. Aber nur ein bisschen, ne? Nicht so doll. Nu? Jetzt ist plötzlich besser. Okay. Thank the Lord for my spare pair. Noch ein God zweites. bless you. Zweites I already Gehirngestell. feel quite better. I'm glad, Father. The rapid healing properties of bloodletting cannot be overstated. I'm Frederick Roach, vicar of St. Edmund's Church. My name is Thomasina Bateman. It's a pleasure to meet you. Ja, die schnellen Heilkräfte eines Aderlasses dürfen nicht unterschätzt werden. Okay, dann fangen wir an. Geht's dir besser? Are you feeling better? Yes, thank you. What ails you, Father Roach? I just ate a rotten berry, that's all. I like to pick blackberries for my supper, you see. They are quite delicious, as long as you mind the bramble. My apologies again. I wish we had met in different circumstances. Und wieso muss ich hier, wenn er eine verfaulte Beere gegessen hat, die Haut aufschlitzen? Das erschließt sich mir noch nicht so ganz. Are you from Bewlay originally? Der Typ. I was born in our very own St. Edmunds. It's quite the story. Do tell. My mother was sheltering there as a frightful tempest raged. And lo,
Did her waters break right there and then in that pew? One could say that you were born into your role, Father. Oha. Indeed. When my mother told me the story as a young boy, I knew that this was my calling. Gut. Einfach mal auf den Kirchenboden geflutscht. Alles klar. Die Kirche. Das ist ein hübsches Gebäude. Wie ist es dort als Vikar zu arbeiten und what about your congregation? Oh Gott, das weiß ich nicht genau. St. Edmund's is a fine building. Thank you for saying so. It's hard work keeping her in good shape, but our congregation is always willing to lend a hand in the Lord's name. What is it like being the vicar here? Every day is a blessing, my child. I have a great love for our parish, and the Lord looks after us. Klingt gut. What about your congregation? Numbers have fallen over the years, I must say. But those that remain are faithful and full of his spirit. Okay, also quasi auch sowas wie die Gemeinde. Ja, dann frage ich mal meine 3 Standardfragen. I'm looking for Mr. Leonard Shoulder. Oh, yes? Are you a relative? No, it's a long story, but he invited me to Bewlay. And he didn't tell you his address? He was to meet me last night at the Plough and Furrow, but he never came. I see. Well, let me welcome you to Bewlay on his behalf. Oh, Thank you, Father. das ist ja nett. Do you know where Mr. Shoulder lives? Let me think. It's been many moons since I've paid him a visit. Perhaps you could allow me to take a look at the parish register. No need. I remember it now. A fair hike across the moors. Could you please give me directions? I'll take you there myself. It's the least I can do after you aided me so. Capital. Thank you. Just let me know when you're ready to pay him a Das ist visit. ja cool. I'll be resting here for the time being. Ja, ich hoffe, jetzt muss ich den anemischen Vater da nicht irgendwie durchs Moor schleppen. Aber gut, wir fragen mal weiter und wenn wir soweit sind, dann geht er mit uns dahin. Das ist doch nett. What do you know of Hobbs Barrow? I can't say I've heard of it. It's supposedly a famous local landmark. I'm afraid I know nothing about it. Schon wieder einer, der so tut, als ob. What can you tell me about Bewlay? It's a quiet town. The railway line, which I presume you arrived by, is the only news of note we've had here for years. I've heard the new station has received a mixed reaction. I've heard many a debate, it's true. But my role is not to adjudicate on that matter. I'm very busy in my own work, you see. Okay, Thank you for your time. ich gucke mich erst ein Lord bisschen be um. with you. Und er kann sich noch einen Moment ausruhen. The Roach. Nee, sonst nichts mehr? Nö. Dann gucken wir erstmal weiter. Ich sehe ein Rabbit Hole. Ein Hasenbau. Nee, warte, bei Füchsen nennt man das Bau. Ein Hasen, doch? Ich weiß nicht, wie man es nennt. Was ist das? No doubt home to many a woodland creature. I've no desire to go rooting about in there. Aber vielleicht kannst du Alice im Wunderland nachspielen. Warum denn nicht? I shall see you later this evening, gents. Okay. Well, I say. Greetings, my dear. Hello, sir. A pause on your beauty, for I shall see you again soon. Wait. Some nerve. Lady, you're blushing. I most certainly am not. Okay, ich hätte nicht damit gerechnet, hier so viele Leute anzutreffen. Ich war gerade ein bisschen schockiert. Und dann von seiner Art, uns anzumachen, auch noch mal. Wer sind die Leute hier? Holzfäller offensichtlich? The men look like they've spent many a long day exposed to the harsh moorland weather. The men look... The men... Sorry, lass. No way through here today. Mist. Okay. Wer sagt das? Also der Baum hier sagt das wahrscheinlich, aber... Says who? Lord Panswick. Now get back before you find yourself under a falling tree. Lord Panswick, wer ist das? Who is Lord Panswick? Our governor. He's the governor of the whole town. All right, Owen, back to work now. He lives in Bewlay. Aye, not far away. But his lordship doesn't like questions. Or visitors. Now please leave us to our work. Na, diese Besucherin mochte er offensichtlich gerade schon sehr gerne. Ich glaube, The Arrogant Man.
Der arrogante Sack war wahrscheinlich his lordship. Tell me, who was that arrogant man here just now? Just someone passing by. It sounded like you knew him better than that. I don't mean to be disrespectful, but that's none of your business. Warte mal, wenn das jetzt aber nicht his lordship ist, dann haben sie gerade von irgendwem anders? Ich meine, wenn er es gewesen wäre, hätte er es ja einfach sagen können, oder? What are you doing here? What does it look like I'm doing? We're chopping down trees. There is no need to be sarcastic. We're employed by Lord Panswick. He's ordered us to gather logs from his woods. That's what we're doing. Jo, meine 3 Fragen oder meine 2 Fragen. Erstmal die Wälder hier. These are his woods. Aye, his lordship owns most of the land round Bewlay. Okay. Do you know a man named Leonard Shoulder? No, I don't. Can you let me get back to my work now? Noch nicht? Have you heard of a place called Hobbs Barrow? Can't say I have. Ach Mensch, diese Leute, die sind schon ein bisschen frustrierend irgendwie, ne? Why are you gathering logs for Lord Panswick? By heck, you ask a lot of questions. Ja, If you tut mir must leid. know, his lordship is repairing an old ruin on his land. We need the timber for the restoration work. How intriguing. Was wird denn für eine Ruine? Ich muss noch mehr nervige Fragen stellen. What type of ruin is Lord Panswick restoring? An old chapel. I should rather like to see it. Not possible. His lordship does not welcome visitors to his estate. Mist. Na gut, jetzt brauchen wir uns auch nicht mehr vorstellen. Das ist ein bisschen spät dafür. Wir gehen erstmal. Thanks for your time. We'll be done by tomorrow morning. Come back then if you want to explore the woods. Ja, das lässt sich einrichten. Okay, dann werde ich erstmal wieder zurück zum Vater. Hier war sonst nichts, ne? Nö. Okay, und ich würde sagen, wir machen ein kurzes Päuschen und gehen dann, denke ich mal, gleich mit Father Roach unseren lieben Mr. Shoulder endlich mal aufsuchen. Es wird ja auch Zeit. Also bis gleich.